Er ist wahrscheinlich der heißeste Sportwagen, der je gebaut worden ist, der AC Cobra. Mit über 500 PS bei 1000 Kilo Gewicht ist er kaum auf der Straße zu halten. Pässe sind das Revier einer Cobra. Es ist wie Achterbahnfahren. Doch heute muss Oldtimer-Händler Harry Uttesch auf Passfahrten mit der Cobra verzichten. Der Manager der Fantastischen Vier, Bear Lesker, sucht dringend ein ausgefallenes Auto. Eher was wirklich auffällt, skurril, strange. Schafft es Harry auf die Schnelle, ein skurriles Auto für den Musikmanager zu organisieren? Jetzt bei Classic Rides. Die Mischung ist ziemlich einmalig. Es gibt kaum ein Auto, das kaum 1000 Kilo wiegt. 7 Liter Hubraum, auf jeden Fall üppig Hubraum. Und eben diese Leistung in Verbindung mit einem Schaltgetriebe in sich vereint. Genau diese Mischung macht eben die Sache sehr explosiv. Harry hat die Cobra letztes Wochenende bei einer Classic Rallye durch die Berge geprügelt. Jetzt checkt der Oldtimer-Händler, ob der Wagen den Gewaltritt gut überstanden hat. Ich komme gerade von einer Rallye bei Berchtesgaden und habe eben während dieser paar hundert Kilometer festgestellt, dass mein Fahrwerk noch nicht so 100 oder nicht mehr so hundertprozentig eingestellt ist und dass mein Auspuff sich gelöst hat an der Endaufhängung. Da probiere ich jetzt noch mal ein bisschen, also wo ich das Fahrwerk optimieren kann und werde nachher den Auspuff noch mal befestigen. Fester Auspuff und strammes Fahrwerk müssen sein. Schließlich will Harry nächstes Wochenende wieder bei einer Rallye starten. Die Cobra ist eine sehr, ich würde sagen, ja, männlich zu fahrende Auto. Es ist so eine der letzten Domänen, die Kupplung geht schwer, die Lenkung geht schwer. Frauen fühlen sich da in aller Regel nicht wohl. Also es ist so ein letzter Fluchtpunkt. Ein Auto für echte Kerle also. Und der nächste Fluchtpunkt ist für Harry immer die nächste Kurve. Die Cobra ist ein Beschleunigungstier. Beispielgefällig, ich habe jetzt den dritten Gang ein und habe 60 km/h drauf. Wenn ich Gas gebe, ist es innerhalb von einem Augenzwinkern sind es 50 km/h mehr. Und das macht die in jedem Gang. Es spielt keine Rolle, in welcher Gang eingelegt ist. Das genau macht eben eine Cobra aus. Schnell, schneller, Cobra. In 3,3 Sekunden ist die Mark 6 auf 100. Kein Wunder, dass die Hinterreifen Verschleißteil Nummer 1 bei der Cobra sind. Grenzbereich mit der Cobra ist absolut ehrlich. Das ist ein ehrliches Auto. Zu viel Leistung, zu viel Geschwindigkeit, Heck kommt raus. Also das heißt, man kann auch damit spielen, damit kann man auch umgehen und damit kann man sich erarbeiten, sage ich jetzt mal. Einen optimalen Speed mit einer Cobra zu erreichen, ist eine Sache der Gewöhnung und des Talents und des Auseinandersetzens mit dem Auto. Talent und Charakter braucht es, um die Cobra zu zähmen. Wenn man es übertreibt, wird sie giftig. Dann endet der Drift meistens in den Leitplanken. Die Höchstgeschwindigkeit liegt aufgrund der enormen Leistung bei theoretischen 300 km/h, sofern sich der Fahrer traut. Und wenn man sich traut, kann man mit der Cobra alles verblasen, was einem auf der Straße begegnet. Wir haben hier die 6. Auflage der ursprünglichen Cobra, die 1965 in ca. 300 Stücken von Carroll Shelby gebaut wurde. Nachdem die Produktion relativ schnell vorbei war, haben sich natürlich Leute einen Kopf drüber gemacht, wie kann man dieses Auto in seinem Prinzip, in seinem Konzept lassen, aber eben verbessern. Beispielsweise eine verbesserte, verstärkte Bremsanlage im Vergleich zum Original. Das ist in der Zwischenzeit moderner geworden. Die Technologie für die Stoßdämpfer ist eine viel aufwendigere und viel effizientere, als es früher eben war. Aber unabhängig davon, im Konzept ist es immer noch das gleiche Auto geblieben. Wir haben auch viel weiter den Motor nach hinten gerückt. Also es handelt sich eigentlich eher um einen Front-Mittelmotor. Ansonsten sind alle charakteristischen Merkmale erhalten geblieben. Die Stoßstangenhörner, dieses Maul, dieses typische Haifischmaul, um
Fahrleistungen, wie dieses Fahrzeug sie bietet, auch übertragen zu können, sind im Stil der ursprünglichen Hallibrand-Felgen eben größere Felgen entstanden und um modernere Reifen aufziehen zu können, die diese Kraft auch viel besser übertragen und auf die Straße bringen können. Wir haben hier Kiemen für Abluft. Der Großteil der Warmluft von dem Riesenmotor da vorne wird hier abtransportiert. Also wie bei der ursprünglichen Cobra 427 haben wir hier diesen Le Mans-Tankdeckel, allerdings eben abgeändert bzw. den heutigen Bedürfnissen angepasst, innen drin für die modernen Zapfanlagen auch passend gemacht. Der Heckdeckel in seinen Dimensionen ist exakt so, wie es eben beim Original damals war, allerdings mit außenliegenden Scharnieren, damit mehr Gepäck reinpasst. Die Scharniere früher hatten innen drin zu viel Platz weggenommen. Wir haben die dezentere Auspuffanlage, das heißt also Unterfluranlage. Die Sportversionen hatten sie in aller Regel per Sidepipes links und rechts am Fahrzeug montiert. Das ist auf kurz spektakulär, aber auf Dauer ermüdend, was die Lautstärke angeht. Hier haben wir den sehr typischen Cobra Überrollbügel, also oftmals nur fahrerseitig gewählt. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. In aller Regel ist es eben ein Fahrerauto. Von seiner Funktion her bringt er natürlich nur dann was, wenn man sich sehr gewissenhaft anschnallt und mit Hosenträgergurten und betet noch dazu. Ja, das wäre ganz sinnvoll. Ansonsten ist die Innenraumaufteilung eigentlich identisch. Wir haben hier ein paar wenige elektrische Funktionen wie Scheibenwischer, Hupe und solche Kleinigkeiten. Ganz typisch hier haben wir die AC-Instrumente, also die Smiths-Instrumente, die gegenläufig sind. Das heißt also, der Drehzahlmesser läuft gegen Uhrzeigersinn, Tacho im Uhrzeigersinn nach oben. Hier kommen wir zum Motor, dem Kernstück der Cobra. Hier relativ gut verkleidet. 7 Liter Hubraum, 8 Zylinder, also der Königsweg, durch kleine Veränderungen ca. 540 PS. Man sieht es, wenn man genau schaut, an der Auspuffanlage. Und wenn man da hinten reinschaut, sieht man einen Teil des ganz wesentlichen Unterschiedes zwischen der Ur-Cobra und der jetzigen, also dieser. Diese hier hat einen Gitterrohrrahmen, die ursprüngliche hat einen Kastenrahmen. Das ist also meine AC Cobra 427er MK6. Und nachdem ich jetzt schon seit 25 Jahren mit einer Cobra oder mit verschiedenen Cobras fuhr und die für mich am fahrbarsten erscheint, werde ich mit der wohl sehr alt werden oder vielleicht sogar mit ins Grab nehmen. Mein Lieblingsauto. Der Texaner Carroll Shelby hat 1961 die Idee, einen amerikanischen V8-Motor in einen englischen Sportwagen zu setzen. Ergebnis ist eines der schnellsten und brutalsten Autos, die jemals gebaut wurden. Nach 979 Exemplaren ist 1968 Schluss mit dem Original. Doch die Legende lebt weiter, wie hier die Mark 6, die in Deutschland produziert wird. Nach seiner Testfahrt will Harry jetzt mit dem Mechaniker Andreas Demmer das Fahrwerk verstellen und den Auspuff festschrauben. Also Andi, stell mir mal bitte hinten die Dämpfer 2 Klicks härter. 2 reichen, meinst du? 2 reichen nach rein. Und irgendwo klappert der Auspuff, aber am Rahmen. Also nicht hinten am Topf, sondern irgendwo am Rahmen. Ah ja. Das hört sich gut an. Hier. Ah ja, ja. Kleinigkeit. Kleinigkeit hier. Schraube locker. Das dürfte ja 13er sein. Das haben wir hier mal in der Tasche. Genau. So. Das löst sich gern mal hier. So. Ah ja, okay. Schon fest. Prima. So, und da wollen wir uns jetzt nochmal um das Fahrwerk kümmern. Sagt es 2. So, 2 Klick. Das sind in Zug- und Druckstufe verstellbare KW, ist ein KW-Gewindefahrwerk. Das Doppelfedernfahrwerk, das sich in Zug- und Druckstufe verstellen lässt. Es hat also verschiedene Ventile, die nachjustierbar sind. So kann man die Zugstufe und die Druckstufe nachträglich entsprechend individuell einstellen. Wir bleiben jetzt bei der Hinterachseinstellung. Sollte die Fahrwerkseinstellung jetzt immer noch nicht passen, wird Harry dann nur noch die Dämpfer an der Vorderachse verstellen.
jetzt passt es wieder. Also wir waren jetzt in der Werkstatt und jetzt habe ich wieder die Leistung und das Fahrwerk, das ich gewöhnt bin von meinem Auto. Das Setup stimmt. Jetzt könnte Harry eigentlich wieder umkehren, aber bei dem Wetter und den Kurven will er noch ein bisschen mit der Cobra spielen. Die Cobra macht am meisten Spaß auf gut ausgebauten, kurvigen Landstraßen, insbesondere bergauf. Also Pässe sind das Revier einer Cobra. Es ist wie Achterbahnfahren, ja, so ungefähr. Wozu geht man auf einen Rummelplatz? Ja, weil da Fliehkräfte auf einen einwirken. Ob das jetzt in der Längs- oder in der Querdynamik passiert, das macht eine Cobra aus und das macht sie eben sehr, sehr intensiv. Es gibt kaum Autos, die das so spontan und so direkt umsetzen, ungefiltert an den Fahrer ranlassen. Fahren ohne Filter. Wer darauf Lust hat und sich viel Motor und wenig Auto zulegen will, der sollte wissen, worauf er beim Kauf achten muss. Also ganz wichtig und eindeutiges Qualitätsmerkmal ist die Aluminiumkarosserie. Die sollte keine Kontaktkorrosion zum Rahmen gebildet haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite, letztendlich, die Fahrzeuge werden nicht gekauft, in aller Regel auch von ihren Haltern, nicht dazu verwendet, um über die Landstraße zu bummeln, sondern die werden regelrecht genutzt. Und entsprechend sind eben auch die einzelnen Bausteine verschlissen. Da muss man auf Bremsen, auf Achsen, auf Motor, Getriebe, Synchronisation und all diese Dinge eben besonders achten. Eine gute Replika kostet zwischen 50 und 150.000 Euro. Die wenigen noch existierenden Originale werden zwischen 700.000 und 1,5 Millionen gehandelt. Mehr Begeisterung als bei einer Cobra geht nicht. Das ist schon mein Baby, aber es gibt ein Auto, das ich auf Augenhöhe mit der Cobra betrachte. Das sind gut gemachte, nackte Elfer. Und ansonsten kenne ich kein Auto, das mich so fasziniert, anhaltend über die Jahrzehnte hinweg. Genug getestet, genug gedriftet. Irgendwann muss Harry sich auch mal wieder um sein Geschäft kümmern. In der Nähe von Stuttgart handelt er mit klassischen Autos. In seinen Hallen stehen über 120 Old- und Youngtimer aller Preisklassen. Andreas Bär Leska, der Manager der Fantastischen Vier, ist jetzt unterwegs zu Harry. Der Autonarr will heute ein ganz besonderes Auto kaufen und hofft, dass ihm Freund Harry bei der Suche helfen kann. Grüß dich, Bär. Servus, Harry. Hallo. Hallo. Na? Ja, Harry, ich habe ein kleines Problem. Ich suche ein Auto, und zwar brauche ich so eine Art Promotion-Auto. Wir wollen ein bisschen in die Fußgängerzone der Republik gehen, ein bisschen auffallen, ein bisschen Leute ansprechen irgendwie. Sollte aber ein Auto sein, also nicht sowas hier, so eine Karre, sondern eher was wirklich auffällt, skurril, strange, kein Gogomobil, aber was, wo wir auch reinpassen, wo ich reinpasse. Sollte aber bezahlbar sein. Also schon so in der Richtung 20.000, vielleicht ein bisschen weniger. Okay, also du, dann lass mich mal ein bisschen rumgucken. Okay. Ich habe da, glaube ich, was im Petto. Und wenn du willst, sehen wir uns morgen oder hören wir uns morgen. Ja? Ruf's einfach an. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das passiert. Also ausgefallene Wünsche erfülle ich quasi täglich. Das ist tatsächlich so, jetzt zum Beispiel mit diesem Promo-Auto, wie wir es gerade im Moment erlebt haben, ist eine der vielen vielfältigen Wünsche. Da kommen auch Leute rein, die zum Beispiel ein Auto in einer unmöglichen Farbe wollen. Ja, also das es so nie gab, aber es soll halt unbedingt in der Farbe lackiert sein. Auch das erfüllen wir, klar. Also ich erlebe da viele, viele tägliche Kuriositäten, aber ich kümmere mich darum, dass sie auch in Erfüllung gehen. Geht nicht, gibt's nicht, heißt es bei Harry. Und das gilt auch für das verrückte Promotion-Auto. Wer sucht was Schrilles? Und ich habe eine Vorgabe, bis 20.000 Euro kann ich gehen. Das heißt also, das Filter muss ich einhalten. Und da fallen mir spontan entweder ein DS, ein Citroën, oder es wird ein
AMC Gremlin zum Beispiel. Ein Gremlin, das war so ein kleiner Kompakter. Oder es wird ein Pacer, ganz schrilles Auto, Kultauto, Wayne's World. Irgendwas in der Art wird es wohl werden. Er sagt, er will viel Alarm für wenig Geld. Kriegt er. Harry telefoniert gleich die Angebote im Internet durch. Und der Text ist nicht allzu aussagekräftig. Können Sie mal ein bisschen mehr über den Zustand des Fahrzeugs sagen? Wie ist er denn rostmäßig? Oder könnte man vielleicht irgendwie eine Zustandsnote klassifizieren? 3 bis 4, ja, ist eine ehrliche Aussage, aber das kommt für mich weniger in Frage. Da ist zu viel Nacharbeit nötig. Ich habe einen Kunden, der dafür unter Umständen in Frage käme, aber ich glaube, der will eine etwas bessere Zustandsnote haben. Zustand 3 bis 4 kommt nicht in Frage. Bär sucht in aller Regel nur gute bis sehr gute Autos. Der nächste Tag. Harry beschließt, sich einen AMC Pacer anzusehen, der nur wenige Kilometer von ihm entfernt angeboten wird. Also zunächst mal habe ich mich über das Modell selbst informiert. Gestern, ich habe mir die Anzeige angeschaut und habe mich informiert, um was geht es denn bei dem Pacer. Das Auto verfolgt mich schon seit Jahrzehnten, habe aber noch nie einen gehabt. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, was mich da erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass ich auf ein ordentliches Auto stoße. Und ja, jetzt schauen wir mal, was auf mich zukommt. Ja? Harry kennt den Verkäufer des Pacers, Simon Artevis, schon seit längerem aus der Oldtimer-Szene. Simon, grüß dich. Hallo Harry. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön. Haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Da ist das gute Stück. Da ist es. Irre Farbe. Irre Farbe. Heißt Sea Spray, gell? Ja, Sea Spray Green. Läuft er denn schon? Müsste eigentlich anlaufen, ja. Ich habe es vorhin mal probiert. Batterie ist voll, Benzin ist getankt. Verrückt, das sieht aus wie ein übergroßer Kaugummiautomat. Ja, also hervorragende Rundumsicht. Die Scheiben sehen nicht verkratzt aus, sehen ja, Chromteile dazu auch klasse. Darum geht es letztendlich, um die Originalität, dass ich mir selbst keine große Mühe machen muss, um alles wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Rücklichter dürften nicht ausgebleicht sein, dürfte also auch der deutsche TÜV so abnehmen. Da ist schon das ehemalige Kennzeichen, Arizona Jetson Grand Canyon State. Klasse. Also Harry, lass uns mal über den Preis reden. Was hast du dir vorgestellt? Ja, Simon, also das Auto gefällt mir gut. Du hast mir da nicht zu viel versprochen. Allerdings ein Problem habe ich. Angegeben war in der Anzeige 82.000 Kilometer, jetzt sind es 82.000 Meilen, das sind stramme 45.000 Kilometer mehr. Da habe ich Erklärungsbedarf, weil ich schon einen Interessenten für das Auto habe. Und du weißt, wie ich meine Autos normalerweise übergabefertig kriege. Also das heißt, ich muss einen neuen TÜV, ich muss eine Hauptuntersuchung, ich muss ein Haargutachten, ich muss Kosmetik an dem Fahrzeug beseitigen, Kleinigkeiten. Aber ich würde deswegen, also wegen der Mehrleistung und wegen der paar Kleinigkeiten, 14.000 Euro bieten. Tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Offen gesagt sage ich, kann ich so viel nicht runtergehen. Ich habe mir vorgestellt, dass wir die Summe von 15,9 einfach glatt machen auf 15. Aufgrund dessen, weil das Fahrzeug einfach in einer sehr guten Substanz dasteht, hast du ja selber auch bemerkt. Was würdest du von 15.000 Euro halten? Komm, wir treffen uns in der Mitte, 14,5 glaube ich, und dann sind wir beide ordentlich aufeinander zugegangen. Ist in Ordnung. Für 16.000 Euro will Harry das Auto an Bär Leska verkaufen. Doch vorher muss er noch für TÜV, Gutachten und kleinere Reparaturen zahlen. Nee, die Marge ist sehr niedrig kalkuliert und deckt in aller Regel nur die Eigenkosten. Das ist aber auch mehr ein Freundschaftsdienst, den ich da mache. Es ist ein guter alter Kunde und vor allem auch ein guter alter Freund. Im Grunde genommen tue ich ihm damit einen Gefallen. In aller Regel werden die Autos schon besser kalkuliert. 20% verdient Harry normalerweise am Verkaufspreis. Den Deal habe ich deswegen gemacht, weil ich zunächst mal davon ausgehe, dass Simon mir alles erzählt, was er weiß. Bis auf solche unvorhersehbaren Dinge, dass jetzt beispielsweise die Tachowelle laut ist.
dass der Motor normal läuft, normal zieht, dass das Automatikgetriebe normal schaltet, wie es soll, dass die Bremsen nicht nach links und rechts ziehen, dass das Fahrzeug sich eben so verhält, wie ich es erwarte. Und diese Probefahrt ist nur eine abschließende Funktionsprüfung letztendlich. Beim Pacer scheint alles in Ordnung zu sein. Jetzt kann Harry nur noch hoffen, dass Bear Leska das eigenwillige Auto auch gefällt. Sollte wieder erwarten, mein Kunde nicht drauf anspringen, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber wenn es passieren sollte, dann habe ich ihn gekauft und dazu stehe ich natürlich mannhaft. Das Fahrzeug wird in meinen Bestand aufgenommen und ich werde es dann ganz normal versuchen zu verkaufen. Das dürfte Harry nicht schwerfallen. Schließlich ist der Pacer inzwischen ein begehrtes Sammlerobjekt. Bear Leska weiß noch nicht, dass Harry ihm gleich den übergroßen Kaugummiautomaten präsentieren wird. Hi. Hallo? Nicht dein Ernst, oder? Ja, doch. Doch, den habe ich gemeint. Pacer, ich werde wahnsinnig. Alter, das ist eine saugeile Idee. Boah, das war Wayne's World. Das war, ja, Wayne's World. Das war aber auch allerdings eins meiner Lieblings-Matchbox-Autos. Na, guck mal. Aber nicht in der Farbe, oder? Nicht in der Farbe und nicht mit weißem. Das ist Leder. Das ist das typische Kunstleder, wie es eben in Amerika üblich war. Sea Spray Green nennt sich das. Ja. Ich glaube, die einzige Farbe, in der man Pacer überhaupt angucken kann und dann auch in der Innenausstattung. Also mit Porno-Weiß. Schriller geht nicht. Ja. Ja. Aquarium-Auto. Ja. Das ist perfekt für Promotion, ne? Also da geht eine Menge rein. Okay. Hier. So, genau. Da kann man ja quasi das Produkt ausstellen drin irgendwie. Sieht aber gut aus. Also, ja. Wieso unten? Einwandfrei das Auto, wie du siehst, hier ist das Kennzeichen. Das Auto kommt aus Arizona. Ja. Da also regnet es nie, es schneit ja noch viel weniger. Ja. Also sogar passend zur Außenfarbe haben wir den Jetson Grand Canyon State. Ja, Jetson Grand Canyon State aus Arizona. Das Auto war bis 2010 keinem Salz, keinem Regen oder kaum Regen ausgesetzt. Komischerweise, was mir sehr positiv auffiel, normalerweise immer diese eingerissenen Armaturenbretter, hat der überhaupt nicht. Die Innenausstattung sieht prima aus, der Dachhimmel sieht prima aus. Also stand auch nicht in der Sonne rum, sondern so ist offensichtlich genau, ja. Irgendwo. Jetzt kommt's. Ich habe zu diesem Auto die Neuwagenrechnung. Okay, lass mich raten. Neupreis knapp unter $6.000. 2.800. Das ist wirklich eine echt skurrile Karre. Der Schwabe würde sagen, das ist so hoch wie breit. Und das ist genau das Richtige für den Zweck. Also Zustand furztrocken, aus Arizona, nicht lange in der Sonne gestanden. Meine Zwecke erfüllt. Jetzt kommen wir zum großen Problem. Der Preis. Du wirst lachen dabei, du hast sogar noch was übrig. Die Vorgabe habe ich längst unterschritten. Ui. Ja, ich komme auf fix und fertig zugelassen für dich auf 16.000 Euro. 16.000? Ja. Zugelassen? TÜV und Wunschkennzeichen, so wie wir es gewohnt sind. Kriegt der H? Ja, klar. Er kriegt H. Ja, klar. Deal. Cool. Mich. Eigentlich will Bear erstmal nur eine Proberunde drehen, aber dann nimmt er das Auto doch gleich mit. Also, ich denke, der Bear wird viel Spaß haben mit dem Auto. Und Harry kann jetzt wieder eine Runde mit seiner Cobra drehen.